Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Haus des schönen Rückzugsortes nannte Fürst Heinrich XI. Reuß sein errichtetes Sommerpalais in Greiz. Und dieses möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Heinrich XI. Reuß älterer Linie nahm vermutlich seinen gesellschaftlichen Aufstieg zum Anlass, den Innenausbau des bereits existierenden Schlosses zu verändern und so den angemessenen äußeren Rahmen zu schaffen, der der neuen Würde des Landesherren entsprach. Er wurde 1778 von Kaiser Joseph II. In den Reichsfürstenstand erhoben. Das einflügelige Sommerpalais ersetzte nach den Vorstellungen des weit gereisten Fürsten den Vorgängerbau. Heinrich XI. Hatte 2 Jahre von 1740 bis 1742 Holland, Frankreich und Italien bereist und bekundete mit dem Sommerpalais sein Interesse an moderner Architektur. Dabei ist anhand der Fassade, der Stuckierung der früheren Orangerie und der Ausstattung der ersten Etage ein französischer Einfluss und Merkmale des Frühklassizismus zu erkennen. Nach seiner Kavalierstour und Rückkehr begann Heinrich XI. Vermutlich noch vor 1768 mit dem Neubau des Sommerpalais. In einer Gedenktafel zur Greizer Geschichte heißt es am 1. Juni 1779, der regierende Fürst Heinrich XI. Lässt das Sommerpalais ausbauen und mit Stuckarbeiten und Tapeten schmücken. Im Dreiecksgiebel der Südfassade sind das Wappen der Reußen mit Fürstenkrone sowie ein Spruchband mit der Inschrift »Haus des schönen Refugiums« angebracht. Ursprünglich wurde dieser Gartensaal als Orangerie für die Überwinterung der Orangenbäume genutzt. Aufgrund der guten Akustik veranstaltete man im Sommer auch Konzert- und Theateraufführungen. Ebenso fanden hier verschiedene Feste statt. Der weiß gefasste Saal besitzt eine beeindruckende Proportion mit einer Fläche von 36 Meter mal 7 Metern. Der stuckverkleidete Unterzug der Decke wird durch 2 Säulen gestützt. Diese teilen den Raum gleichmäßig in 2 Schiffe. Beachtlich ist der aus Stuckierungen und Flachreliefs bestehende Schmuck von 1782/83, der einem Stuckateur der Familie Bossi zugerechnet wird. Unter anderem sind die Fensterleibungen mit Rahmen und Rosetten stuckiert und mit den verschlungenen Initialen von Heinrich XI. Die mit einem Flachbogen abgeschlossenen Wandfenster des Gartensaales zeigen eine Unterteilung durch Pilaster mit ionischen Kapitellen. In den Wandfeldern sind im Wechsel Gartengeräte, Ähren, Girlanden, Blumengebinde, Musikinstrumente und Theatermasken dargestellt. Die Felder darüber enthalten Stuckreliefs mit Putten und Blumengirlanden. Ein Kamin mit Spiegelaufsatz über dem Kaminsims befindet sich auf der dem Portal gegenüberliegenden Seite. Die Rückwand der Feuerstelle bildet eine gusseiserne Platte, welche das reußische Wappen mit der geschlossenen Krone und die Jahreszahl 1783 zeigt. Weiterhin befinden sich an der Nordwand 2 Porzellanöfen in Gestalt eines von Girlanden umschlungenen Säulenfragments auf einem quadratischen Sockel. Diese sind jeweils mit einer Büste bekrönt.
Am 18. März 1722 wurde Heinrich XI., Graf Reuß älterer Linie, zu Obergreiz geboren und war ab 1723 regierender Graf und ab 1778 Fürst des Fürstentums Reuß älterer Linie. Einige Dokumente haben sich erhalten, wodurch man über seine Person während seiner Regierungszeit und den Lebensumständen einige Informationen gewinnt. Es handelt sich um Rechnungen, die jährlich von einem Buchführer erstellten Auflistungen der persönlichen Ausgaben des Fürsten. Weitere Details wurden aus Heinrichs Tagebüchern gewonnen. Die geschwungene Treppe im Treppenhaus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eingebaut und führt zur Beletage, zur ersten Etage. Die fürstlichen Repräsentationsräume bestehen aus dem Festsaal und den durch eine Raumflucht verbundenen Kabinetten und Vorzimmer. Der Festsaal vereint barocke Repräsentation mit klassizistischem Ausdruck. So folgte man in Greiz einem modernen französischen Ausstattungsmuster, ohne das in der hochbarocken Schlossdekoration noch übliche Deckengemälde, sondern mit einer Deckenrosette aus Stuck und geometrischen Feldern, in denen 4 Girlanden tragende Adlerpaare eingesetzt wurden. An der Nordseite befindet sich ein Spiegelkamin. Die gusseiserne Platte in der Feuerstelle des offenen Kamins trägt die Initialen Heinrichs XI., darunter das reußische Wappen und die Jahreszahl 1769. Die Einnahmen dieser Kasse setzten sich aus verschiedenen Quellen zusammen. Belegt sind offenbar von den Ständen bewilligte Zuschüsse aus Steuereinnahmen, gewissermaßen ein Honorar für die Funktionsausübung als regierender Landesherr mit der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Diese deckten einen Großteil der Einnahmen dieser Kasse, in die keine Gewinne aus den eigenen Gütern flossen. Hinzu kamen Erlöse aus Verkäufen, beispielsweise von gealterten privaten Pferden aus dem fürstlichen Marstall, Erträge der Greizer Stadtwaage, die unmittelbar dem Landesherrn zustanden, oder Gewinne aus verzinstem Geldverleih. Die Einnahmen schwankten zwischen etwa 1.800 Talern in den Jahren 1773 und 1793 und über 4.400 Talern 1789. Nur zweimal in 27 Jahren lagen die privaten Ausgaben über den Einnahmen. Heinrich erscheint hier als ein Mensch mit recht hoher Ausgabendisziplin, der nicht über seine Verhältnisse lebte. So griff Heinrich wiederholt auf seine privaten Mittel zurück, um bestimmte Luxuswaren für die fürstliche Tafel oder den privaten Verbrauch, etwa Zucker, Likör oder Limonadenpulver, zu beschaffen. Wenn es mehr Abwechslung in der Küche geben sollte, so war es seine Sache, zeitweilig einen fremden Koch zu engagieren und zu entlohnen. Das westlich gelegene Appartement der Fürstin besteht aus dem Kabinett mit dem roten Kamin, einem später als Schlafzimmer genutzten kleinen Rückzugszimmer und dem grünen Eckkabinett mit Wandkonsolen für die Porzellansammlung. Die fürstliche Familie ließ bei ihrem Auszug aus dem Sommerpalais keine Möbel oder andere Ausstattungsstücke zurück. Die heutige Möblierung der Bel Etage besteht zum großen Teil aus der ersten Museumsausstattung der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Einige Teile wurden in den frühen 90er Jahren nachgefertigt. Das Kabinett mit dem roten Kamin diente der Gräfin als Paradezimmer zum festlichen Empfang der Gäste.
Über dem Kamin und den nördlichen Türen sind 3 Gemälde in die Wandgestaltung integriert, welche Architektur und Malerei, die Bildhauerei sowie die Gartenkunst zum Thema haben. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war es ein Luxus, sich bestimmte Haustiere wie Hunde oder exotische Vögel zu halten. An einem fürstlichen Hof wie dem in Greiz war dies offenbar standesgemäß. Neben guten Pferden leistete sich Heinrich XI. Mehrere Jagdhunde. Eine besondere Vorliebe hatte er für Vögel entwickelt, von denen er teure, exotische Arten ebenso hielt wie einheimische Singvögel. Und zur Fontäne im Park gehörte natürlich ein Becken mit Goldfischen. Das benachbarte Schlafzimmer der Fürstin beherbergt seit 1922 die französische Bibliothek der Bücher- und Kupferstichsammlung. Den westlichen Abschluss der Raumfolge bildet das im 18. Jahrhundert sogenannte grüne Eckkabinett, das später Porzellanzimmer genannt wurde. Es zeichnet sich durch einen besonderen Reichtum an farbig gefassten und vergoldeten Stuckmotiven aus. Vor den einzelnen Wandfeldern hängen üppige Blumengebinde, abwechselnd ergänzt durch Köcher- und Flöteninstrumente. Über Spiegel und Tür stehen Urnen, aus denen Flammen schlagen. Für den Fürsten unverzichtbar waren gute Pferde, sowohl als Reittiere als auch für die eigene Kutsche. Heinrich XI. Besaß insgesamt 6 Pferde, für deren Anschaffung der Herrscher ebenso wie für die der Kutsche selbst aufkam. Heinrich XI. Hat gealterte Pferde ausgetauscht. Ausgesonderte Pferde wurden zugunsten der Privatschatulle verkauft. Der 1774 erworbene kleine Papagei musste wahrscheinlich 1780 ersetzt werden. Dieses Mal kaufte der Fürst eine größere Art, einen fast 3-mal so teuren Kakadu. Dennoch könnte er gerade den kleineren Vorgänger besonders ins Herz geschlossen haben. Er ließ nach heutiger Kenntnis zwar kein Porträt anfertigen wie bei seinen Hunden, aber möglicherweise ließ er ihn präparieren, denn in den Sammlungen auf Schloss Burg, einer weiteren Residenz der älteren reußischen Linie, ist das Präparat eines Amazonas-Papageien erhalten. Sicherlich unabhängig von der für Heinrichs angenommenen Zuneigung zu einem sprechenden Amazonas-Papageien hat über 100 Jahre nach seinem Tod der Münchner Maler Georg Krössler eine solche Beziehung in einem Gemälde gestaltet und dabei die Szene auch noch in die Zeit des Rokoko verlegt. Vom grünen Eckkabinett reicht der Blick bis zum roten Eckkabinett, dem östlichen Abschluss der Raumflucht. Östlich des Festsaals liegen im Bereich des Appartements des Fürsten das Kabinett mit dem grünen Kamin und das rote Eckkabinett als Gegenstück zum grünen Eckkabinett in den gegenüberliegenden Räumen der Fürstin. Analog zum Paradezimmer der Gräfin finden sich auch hier an der Nordwand 3 Gemälde. Sie zeigen Anton von Geusau, den Lehrer Fürst Heinrichs, in einem Gemälde von Anton Penn sowie Darstellungen von Ackerbau und Viehzucht. Erzogen wurde Heinrich XI. Am Hofe seines Vormunds Graf Heinrich dem 24. zu Köstritz.
Ihm kam eine vorzügliche Bildung zuteil, und hier wurde auch seine Liebe zu den Wissenschaften und Künsten und insbesondere zu den Büchern geweckt. Großen Anteil daran hatte sein Erzieher, der gelernte Rat- und Hofmeister Anton von Geusau. Dieser begleitete den jungen Grafen auch auf seiner Kavalierstour. Der Reisebericht des Hofmeisters belegt, dass man sich neben den üblichen Aufwartungen beim Adel und am Königshof mit dem Sammeln von Büchern und Druckgrafik beschäftigte. Zurückgekehrt von der Reise und ab 1743 Regent, begann Heinrich um 1747 mit der Gründung einer eigenen Hofbibliothek, die er bis zu seinem Tod im Jahr 1800 systematisch fortführte. Das rote Eckkabinett hebt sich wie das grüne durch intensive Farbigkeit von den 3 zentralen Räumen ab. Auffälligste Elemente des Raumes sind die weißen Medaillons mit Profilporträts, die an antike Steinschnittarbeiten erinnern. Im Juni 1774 bezahlte Heinrich eine Lieferung von 6 Schock Schnecken, also 360 Stück. Und im Frühjahr 1781 ließ er sich gleich 12 Schock kommen, 720 Stück. Angesichts von Heinrichs mehrmonatigem Frankreichaufenthalt während der Kavalierstour, der auch dazu diente, andere Sitten kennenzulernen, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um Weinbergschnecken handelte und diese für die fürstliche Tafel bestimmt waren. Schnecken wurden offenbar aber nicht nur häufiger serviert, sondern deren Zucht oder Haltung geradezu kultiviert. Heinrich ließ also wahrscheinlich in einem schattigen Dickicht seines Gartens am Sommerpalais eine Art Gehege anlegen, um die Schnecken auch zu halten und wahrscheinlich je nach Bedarf für die Tafel zu ordern. Dies geht daraus hervor, dass er über die Sommermonate eine Schneckenfrau entlohnte, die für das Füttern der Weichtiere zuständig war. Die Schnecken waren Sommerkost und dürften nur im Sommerpalais auf den Tisch gekommen sein. Da die Fütterungszeit 1781 im September, im Jahr darauf Ende Oktober endete, dürften dies auch die Tage gewesen sein, an denen Heinrichs besondere Delikatesse zum letzten Mal im Jahr zubereitet wurde. Wer an Heinrichs Kreizerhof zu Gast war, sah sich nicht nur einem Hausherren in feiner Garderobe und mit fließendem Französisch gegenüber, sondern in den nach modernen französischen Vorlagen stuckierten Wohnräumen der Bel Etage wurde offenbar auch nach französischer Sitte gespeist. Das chinesische Zimmer gilt als Wohnzimmer des Fürsten. Hier wurden im Zuge der Neuausstattung der Bel Etage in den 1770er Jahren aus China importierte Papiertapeten angebracht. Die kostbaren handbemalten Tapeten zeigen blühende Sträucher und zahlreiche Vogelarten. Ergänzt wird das Arrangement durch 3 Supraporten und ein Rundmedaillon über dem Ofen mit fernöstlichen Genreszenen, die der China-Mode der Zeit folgen. Auf das Badezimmer folgt das sogenannte Schlafzimmer, ein mit barockisierenden Tapeten ausgekleideter Raum. Sie zeigen Szenen des höfischen Lebens und Rocaille-Formen im Stil des Neorokoko.
Dort befindet sich hinter 2 Tapetentüren ein kleiner Alkoven, in dem sich eine französische Chinoiserie-Tapete des 18. Jahrhunderts erhalten hat. Nach der Rückkehr von der Kavaliersreise baute Heinrich XI. Nun eine umfangreiche Hofbibliothek in Greiz auf. Diese diente dann ihm und seiner Familie nicht nur dazu, das eigene Lese- und Bildungsbedürfnis zu befriedigen, sondern die Bibliothek hatte auch eine repräsentative Funktion. Alle Gäste des Hofes konnten sich von der Qualität und Aktualität der Sammlung überzeugen. Allein ein Flanieren entlang der Schränke mit ganzen Reihen goldverzierter Buchrücken konnte nicht ohne Eindruck bleiben, ganz unabhängig davon, ob Besuchende selbst ein Buch zur Lektüre auswählten. Heinrich galt als belesen, aber ein Bücherzimmer, gar eine Bibliothek gehörten zur modernen Ausstattung eines Schlosses. Unabhängig von genaueren Kenntnissen, wie die Bücher in Greiz aufgestellt, zugänglich und sichtbar waren, steht Heinrich damit in einer Tradition, die von den gelehrten Renaissancefürsten bis zu Friedrich II. Von Preußen reicht. Letztgenannter unterhielt gleich in mehreren Schlössern Bibliotheken und ließ die Aufbewahrung, besonders gelungen in Sanssouci, mit bei der künstlerischen Gesamtgestaltung der Inneneinrichtung berücksichtigen. Der Preuße und der Reuße teilten dabei die gleiche Leidenschaft für französischsprachige Literatur und kostbare Ledereinbände. Welchen Umfang Heinrichs Hofbibliothek zu seinen Lebzeiten erreicht hatte, lässt sich nicht genau bestimmen. Ein handschriftlicher Bibliothekskatalog von 1769 beinhaltet 1028 Titel. Heinrich hatte zu diesem Zeitpunkt noch über 30 Lebensjahre vor sich, in denen er weiter gesammelt haben dürfte. Die heute mit dem ältesten Stempel versehenen Ausgaben der Erscheinungsjahre vor 1800 werden auf etwa 8000 Bände geschätzt. Im Gegensatz zum Sommerpalais stammt die heutige Gestalt des harmonisch in das Tal der Weißen Elster eingebetteten Parks erst aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Diese letzte großräumige Gestaltung ist einem für den Park an sich weniger glücklichen Umstand zu verdanken, dem Bau einer Eisenbahnlinie. Diese sollte 1872 nach einem ersten Entwurf der sächsisch-thüringischen Eisenbahngesellschaft mitten durch den Park gelegt werden. Fürst Heinrich der 22. verwahrte sich gegen eine Zerstörung seines fürstlichen Parks und erreichte in den darauffolgenden Verhandlungen, dass der Schlossberg untertunnelt wurde und im weiteren Verlauf die Bahnstrecke am äußersten Rand des Parks verlief. Gleichzeitig erhielt er eine immense Entschädigung von 50.000 Talern für die erforderlichen Arbeiten, die es ihm ermöglichte, den Park großräumig und neu zu gestalten. Er beauftragte noch im gleichen Jahr den Gartenkünstler und damaligen Parkdirektor, der auch für Muskau zuständig war, Karl Eduard Petzold, mit einem Entwurf. Im darauffolgenden Frühjahr 1873 kam auf Empfehlung Petzolds der Gartengehilfe Rudolf Reineken aus Muskau nach Greiz und wurde als Gartenkünstler angestellt, um die Umgestaltung des Parks zu leiten und zu überwachen.
Das nordwestlich des Sommerpalais gelegene Küchenhaus geht vermutlich auf einen Vorgängerbau zurück. Die ursprüngliche Aufteilung der Innenräume deuten darauf hin, dass das Küchenhaus nicht als Wirtschaftsgebäude, sondern als Lusthaus konzipiert war. Möglicherweise wurde es noch vor dem Sommerpalais errichtet und diente bis zu dessen Fertigstellung als Sommerwohnung. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun viel über das Sommerpalais hier in Greiz erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgen-Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!